Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar aus Zürich, die Schauspielerin und Entertainerin Rebecca Burkhardt. Rebecca, hallo. Schön bist du da. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Rebecca, wie geht's dir? Gut. Super. Sehr gut. Sehr. Der Frühling kommt. Ja, endlich. Und da haben wir auch was ganz Besonderes heute für euch. Und zwar was machen wir heute, Rebecca? Rebecca hat nämlich ein Rezept von ihrer ersten großen... Nö, nicht die erste. Das wäre jetzt, also da muss ich jetzt genau bleiben. Ja. Es ist nicht die erste große Liebe, aber es war eine schöne, lange Liebe. Und der hat immer für mich grüne Soße gemacht. Und das ist ein Hesse. Aha. Sagt man jetzt Kasselena oder Kasselaner? Die einen heißen Kasselena und die anderen Kasselaner, also die dort geboren sind, heißen das eine und die Zugezogenen heißen das andere. Und der ist ein richtiger, waschechter, da geboren, da aufgewachsener Kasseler. Also super. Genau. Und der hat mir mal grüne Soße gemacht. Und weil wir jetzt noch Anfang Februar haben, machen wir für euch eine Art grüne Soße. Ich habe nämlich nicht bekommen Pimpernelle und Borretsch. Das habe ich nicht bekommen. Ich habe in der Schweiz bei allen Kräuterfarmen angerufen. Mäder AG war sehr nett. Da haben wir eigentlich jetzt sonst alle Sachen bekommen. Also wir brauchen Sauerampfer, Kerbel, Estragon, Schnittlauch, Petersilie, Kresse. Oder haben wir uns überlegt, machen wir heute nämlich noch eine Wurst. Und zwar, wir machen nicht irgendeine Wurst, wir machen heute Salsiccia. Das hier ist der Schweinedarm und zwar ist das Schweinedarm Kaliber 30-32, 25 Meter. Das habe ich in Wasser eingelegt und ja. Wieso heißt es da Kaliber? Kaliber, das ist so die Größe. Kresse, Petersilie, Schnittlauch, Kerbel, Estragon, Sauerampfer. Und dann kommen da noch Eier, Schmand, Joghurt. Könnte man auch Quark reintun, da streiten sich die Geister. Eine Gewürzmischung fürs Fleisch habe ich vorhin schon vorbereitet. Das ist der Fenchel und da Salz, Pfeffer. Und was da auch reinkommt, ist Makis, das ist die, wie heißt es? Das ist die Muskatblüte gemein. Super! Ja, sehr gut. Und jetzt fangen wir an. Man könnte natürlich auch alles in den Foodprozessor hauen, aber ich glaube, dann ist es wie zu klein. Ne? Wahrscheinlich ist es dann zu matschig. In Kassel, wie bist du nach Kassel? Wie hast du den denn kennengelernt? Erzähl doch mal. Oh mein Gott. Wo lernt man als Zürcherin einen Kasselaner kennen? Da war ich war ja auf der Schauspielschule in Hamburg. Ach ja, und er war auch da? Genau, und das war wirklich 1000-mal berührt mäßig. Wirklich? Voll, das war voll 1000-mal berührt. Wir waren zusammen, wir waren in derselben Klasse und wir waren einfach immer gute Kumpels und er war so der total Lustige und es waren, alle Girls wollten sowieso immer mit ihm befreundet sein, weil er sehr lustig war, sehr charmant. Darf man den Vornamen wissen? Jost. Jost. Und er hatte einen Roller, das war natürlich sehr cool und dann flitzte er durch Hamburg. So. Und, und da war auch nicht mehr. Ich war auch immer anderweitig und so, auch sowieso anderweitig und so. So als so ein kleines Tätertätchen und man kannte sich ja eh schon total gut und so. Und dann ging ich ins erste Engagement. Wo warst du da? Ich war in Lübeck, im Stadttheater in Lübeck, zusammen mit auch anderen aus der Schauspielschule. Markus Scheumann zum Beispiel. Der war auch echt? Ja, wir waren auch in derselben Klasse, wir haben da zusammen debütiert. Aha. Und Elias Perrich war damals Hausregisseur und Jost ging nach Düsseldorf. Ja. Das war damals so der heiße Scheiß Düsseldorf. Ne? Da war Karin Bayer, war gerade so die junge, aufsteigende Regisseurin und so. Ach krass. Und wir waren fast 7 Jahre blieben wir zusammen. 7! Und krass, oder? Ja. Also so als junge Schauspieler ist schon charmant. Weil da geht ja viel ab. Genau, da geht viel ab. Ja, da geht viel ab. Und, Mann, du bist ja rasend schnell, schneller als die Polizei erlaubt. Oh, geht so. Das ist so eine Holzschale. Das hat einen Namen, weil es patentiert ist. Das heißt, glaube ich, Hakri. Das ist so ein Holzschälchen und ein Wiegemesser, was genau perfekt reinpasst. Und das ist so konzipiert, dass wenn du da hackst aus verschiedenen Nüsse, Kräuter, Knoblauch, Möhren, Zwiebeln natürlich, Pilze, dann fällt dir eben nichts weg, weil das ist in diesem Schälchen.
Ach. Und das Wiegemesser ist so konzipiert, dass wenn du es dann nicht mehr brauchst, legst du es einfach so rein. Und das ist ein ganz tolles Produkt. Ja. Ein Schweizer Produkt, selbstverständlich. Und das ist unverwüstlich. Ach, Das ist ja ist, glaube ich, das abgefahren. älteste Küchenutensil in meiner nun bald 20-jährigen Küche. Es gibt sogar eine geschützte, eine Frankfurter grüne Soße. Die ist geschützt. Aha. Ja, ja, die ist so richtig. Da führt kein Weg an bestimmten Sachen vorbei. Deswegen machen wir eine Art grüne Soße. Ja. Alles auch Ja. hier, ne? Jetzt kommt da noch ein Löffel Senf ran. Und bitte machen wir noch Salz. Sehr schön. Was ist denn dein absolutes Lieblingsgericht, Rebecca? Also ich mag halt alles, was so geschmort ist. Ich mag wahnsinnig gerne so Schmorgerichte. Also so Ja. zum Beispiel Linsen mit Pute drin und was so lange, weißt du, was du Ah, so ist ja lange in so einem interessant. gusseisernen Topf Ja. so lange so schmoren lässt. Oder Ossobuco natürlich Ja. ist schon mit Lamm. So, und das würde ich jetzt noch mixen und dann gibt es dann die grüne dann schauen Farbe. wir mal. Ja, das ist cool. Du bist ja auch farblich perfekt, muss ich sagen. Jetzt sehe ich es erst. Kuratiert. Sie ist kuratiert. Sehr gut. Ist grün eigentlich eine Lieblingsfarbe von dir? Hast du nicht auch grüne Augen? Oder? Ich, oh Gott sei Dank. Ja, oh, schön. Ja, jetzt kommt's langsam. Verlorene Eier im Spinat, also so ein Kinderessen. Aha. Also Spinat mit dem Blub quasi, so in so einer Ofenform. Und Bechamel, 70er Jahre, ne? Ja. Bechamel. Oh, und lecker. dann Eier quasi, die sie dann in diesen Spinat reinschlug. Und die haben sich dann quasi im Ofen, haben die sich dann selber gestockt. Und dann die Bechamelsoße so drüber. Und dann überbacken noch. Ja. Mit Käse. Ja, das war halt so ein Kinderessen. Das ist aber Ja, das richtig war geil. Nächste Frage, süß oder salzig, Rebecca? Salzig. Und ich bin kein Frühstückstyp. Ach, wirklich? Na, als Mörgerle ist nicht so mies. Nicht deins. Ah, dann machst du automatisch 16:8. Immer schon gemacht, ohne gewusst zu haben, dass es das ist. Deswegen hast du so eine fantastische Figur. Das wäre nämlich die nächste Frage. Na, wie wieso? hältst du Wie dich? hältst du dich? Na, ich bitte dich. Viel Alkohol, viel Sex, viel Weißmehlprodukte. Das macht Viel glücklich. Käse. Ja, sensationell. Na. Ja, das doch. Ja, oh. Na, Habe ich schon die Gewürzmischung vorbereitet. Und zwar auf 1 Kilo Fleisch, also ich habe halb gemacht. Halb Schweinefett, halb Schweinefleisch. Alles vom Kotelett runtergezogen, das zeige ich euch jetzt hier mal. Vielleicht müssen wir noch nachhelfen. Ich mach's mit der Hand. ja, einfacher. Ja, ich denke. Was ist eigentlich dein Lieblingsgetränk? Also beim Alkohol muss ich sagen, halt schon der gute alte Rotwein, Ja. muss ich sagen, ist halt immer noch einfach was vom Großartigsten. Und Champagner. Ja. Stehst du manchmal nachts auf und gehst dann Kühlschrank? 0. Okay. So. Jetzt haben wir hier den Hang. Hier den Das ist ja Wurstdarm. krass jetzt. Das ist krass. Also immer, es ist ganz eigentlich so. Wie ein und- Kondom.
können Sie auch Genau, sagen. wie ein Kondom. Wie ein Kondom. Hat man doch früher auch genommen. Wärme, oder? Du hast eine eigene Ich habe eine eigene Show. mit der du tourst. Ja, also man kann jetzt sagen, jetzt hatte ich am Samstag Gastspiel in Bern. Also, und der Abend heißt Tumulte Blonde. Blonder Tumult. Und du hast gefragt, worum es geht. Also es geht um die Geschichte meiner Familie. Es geht um mein Leben, um die Geschichte meiner Familie. Ich fange ganz weit weg, 1492 fange ich an und erzähle die Geschichte meiner Familie. Mütterlicherseits sind das Italiener, jüdische Italiener, Italiener. Auf der Vaterseite sind es Basler Großbürgertum, also eine explosive Mischung. Und dann erzähle ich davon und dann komme ich vom Hundertsten ins Tausende aus und trage den Fummel meiner Großmutter, meiner Verstorbenen und habe die Haare schön. Also man erkennt mich nicht wirklich, weil es ist sehr viel Haare und Schminke und ein bisschen Photoshop. Und der Abend hat sich so zum kleinen Dauerbrenner entwickelt. Muss ich sagen. Und jetzt ist dann noch die Derniere nach über 4 Jahren mit dem Abend. In Zürich ist die Derniere. Derniere? Kann man von so einem Stück eine Derniere haben? Also im Millers ist es jetzt mal doch einfach mal die letzte Vorstellung. Erstmal. Man kann ja immer noch eine Wiederaufnahme machen, Natürlich, aber es ist oder? erstmal die letzte Vorstellung Ja. am 12. März. Hingehen. Ins tolle Millers, da kann man prima, sitzt man so an Tischchen. Oh, ich komme auf jeden Fall. Sitzt man an Tischchen. Ah, wir können ja auch eine Karte verlosen. Oder? Ja. Wollen wir eine Karte verlosen? Ja, Rebecca? aber eigentlich müssten wir ein Tischchen verlosen oder 2 Karten, weil man sitzt an so runden Tischen wie in so einem Ja. Nachtclub und kann trinken und es gibt eine Bar, gibt 2 Bars und man kann dann sitzt dann so Schnicke am Tischchen und so. Ja, wir können auch 2 Karten verlosen. Eine übernimmt Vivi kocht. Eine übernimmt Rebecca. Am Schluss Am Schluss kriegt ihr die Teilnahmebedingungen. Wer 2 Karten, 12. 12. März der aktuellen Derniere von Rebecca Burkhardt hat. Tumulte Blonde. Tumulte Blonde. Genau. Okay, und jetzt fangen wir mit der Wurst an. Ich hab doch alles. Ah, jetzt kommt sie! Jetzt Oh mein kommt Gott. sie. Warte. Ich halte mal. Ja. Schön La Rue die Ruhe. Oh, Oh, scheiße. sehr schön. Warte, man muss ein bisschen machen. Ja, jetzt kommt. Haben wir sie? Ja, auch obszön. Man kann es einfach nicht anders sagen. Ja, absolut. So, zack. Das sind jetzt die Würste. Gut, sehen nicht perfekt aus, aber üben, üben, üben. Aber so? Üben. Das ist jetzt ein bisschen... Oh, da würde ich mich freuen. Und Champagner mit. Die Fischsuppe an der Rebecca. Gut, jetzt mache ich das sehr, sehr gut. Super. Oh, kommt, kommt, kommt. Ja, Kann man natürlich auf den Grill legen. hast du Salz schon ein bisschen reingemacht? Ja. Ich hole noch. Schick. Ich glaube, es wird lecker gleich. Ich probiere jetzt erstmal die Wurst allein. Also haben wir ja schon probiert. Kann man auch bestimmt gut grillen. Ihr Lieben, danke, dass du da warst. So toll, Rebecca. Sehr gerne da. Oh. Und euch wünschen wir viel Spaß beim Nachkochen. Und wie die Teilnahmebedingungen für die 2 Karten sind, das blende ich jetzt ein, sowie das Rezept. Und bitte nicht vergessen, subscribe my channel. Tschüss!